liebe Fischfreunde, in diesem Video geht es um die Kakadu-Zwergbuntbarsche, um die Brutpflege und das Familienleben der Apistogrammas und ich möchte euch die Geschichte erzählen, wie sie sich bei mir ereignet hat. Bevor es aber mit der Geschichte losgeht, wenn euch meine Videos gefallen, abonniert doch bitte meinen Kanal. Das zeigt mir, dass das, was ich hier tue, für euch interessant ist. Und gebt bitte dem Video auch einen Like, wenn es denn eins verdient. Vor langer, langer Zeit also, denn so muss eine gute Geschichte anfangen, hinter 7 Bergen und einem Ozean lebten die wilden Vorfahren der Kakadu-Zwergbuntbarsche in langsam fließenden Bächen und stillen Tümpeln in Südamerika. Bis um 1950 etwa die Menschen auf die Idee kamen, die Fische für die Aquaristik einzufangen und sie in Glaskästen zu sperren. Und sie waren damit sehr erfolgreich, da sich die Art leicht im Aquarium halten ließ und auch nachziehen ließ. Die Wurfgröße war auch recht ordentlich. Und weil das so war und immer noch ist, gibt es eben mit der Zeit Mutationen, die auftreten. Wenn eine Mutation auftritt und der Fisch damit noch lebensfähig ist und die Mutation zum Beispiel die Färbung betrifft, kann man mit dieser Mutation weiterarbeiten, indem man eben in solchen Fischen weiterzüchtet. Damit kann man die Merkmale verstärken, die einem gefallen. Darum gibt es ja so viele Farbformen und Flossenformen bei Zierfischen in der Aquaristik. Denn genau das wird gemacht von den Züchtern. Die Farbform an Kakadu-Zwergbuntbarschen, die ihr hier seht, heißt Triple Red. Und das bezieht sich auf die 3 roten Flossen, also die Rückenflosse, die Schwanzflosse und die Afterflosse. Die beiden Tiere habe ich von Randolph aus seinem Laden Zierfischwelten geholt. Und den Laden habe ich schon im letzten Video vorgestellt. Schaut da gerne mal rein. Das Bärchen schwimmt in einem 90 Zentimeter langen Aquarium. Das sollte eigentlich erstmal nur Quarantäne sein. Das habe ich den Fischen allerdings wohl nicht so deutlich gesagt, denn sie hatten andere Pläne. Habt ihr bestimmt schon an den kleinen Fuseln, die hier rumschwimmen, gesehen. Und um diese Fuseln wird es in diesem Video gehen. Zuerst einmal die Haltungsparameter, weil danach ja immer gefragt wird. Aquariumlänge, also 90 Zentimeter und 104 Liter an Volumen. Das Becken hat Sondermasse. Das Ganze läuft bei 24 Grad, nun zumindest teilweise, denn es gibt, was die Temperatur angeht, schon eine Besonderheit, aber dazu erzähle ich euch später mehr. Die Haltungstemperatur sollte zwischen 24 und 28 Grad sein. Und nach vielen Generationen in der Gefangenschaft geht weiches bis mittelhartes Wasser, so mit einem pH leicht unter 7. Bei mir sind es ganz genau 350 Mikrosiemens und ein pH bei ca. 6 bis 7. Was die Gesamt- und Carbonathärte angeht, ich weiß es nicht, diese beiden Parameter messe ich nicht, denn ich arbeite mit Osmosewasser und härte das Wasser eben auf die gewünschten 350 Mikrosiemens auf. Schaut euch einfach mal das Männchen an. Ich finde es extrem schön gefärbt und habe mich gleich im Laden in diese Fische verliebt. Ich habe trotzdem eine Weile überlegt und dann das Becken vorbereitet und die Fische erst dann geholt. Die Fische waren auch schon ausgewachsen und wirklich groß. Und das Männchen hat so ein riesengroßes Maul. Das finde ich recht erstaunlich, wenn man sich dazu das Weibchen anschaut. Bei mir sind die beiden nicht sonderlich aggressiv zueinander. Und ich habe nicht den Eindruck, dass sie in diesem langen Becken besonders gestresst sind. Beide Tiere seht ihr jetzt auch in der Brutfärbung. Beide haben diesen dunklen Längsstreifen über den Körper und die schwarze Binde über dem Auge. Und das Weibchen hat zusätzlich tiefschwarze Brustflossen. Damit macht sie sich nämlich für die Babys erkennbar, womit wir zu den Fuseln kommen, die ihr ja schon bemerkt habt. Wie alle Apistogramma-Arten betreiben auch die Kakadu-Zwergbuntbarsche Brutpflege. Sie suchen sich also eine geeignete Höhle, legen dort an der Decke ihren Laich ab, betüddeln dann die Larven, bis die den Dottersack aufgebraucht haben und aus der Höhle nach draußen schwimmen. Am Anfang halten sich die jungen Fischlein ziemlich nah an der Höhle auf, aber es sind so viele, dass sie sich trotzdem irgendwie gut verteilen. Und abends geht es zum Schlafen zurück in die Höhle, zusammen mit dem Weibchen. Nach ein paar Tagen verteilen sich die Babys immer mehr im Aquarium und irgendwann ist diese Höhle auch kein Schlafplatz mehr.
Ich habe die Babys jetzt nicht jeden Tag gefilmt, so dass ich hier manchmal Zeitsprünge sehen werdet. Insgesamt muss ich sagen, wachsen die Babys recht schnell. Und eigentlich wollte ich für euch die Eiablage filmen. Und dazu habe ich auch so einen richtig tollen halben Blumentopf vorbereitet. Die Idee dazu habe ich hier auf YouTube gefunden. Und weil die so toll ist, verlinke ich euch das Video in der Beschreibung. Ich habe auch ein paar andere Höhlen und Röhren reingetan. Und das war ein Fehler in der Hinsicht, dass sich das Weibchen einfach eine andere Höhle für die Eiablage aussuchte. Da habe ich mir wohl ein Eigentor geschossen, aber egal. Später im Video wird es trotzdem einen coolen Einblick in die Höhle mit Fischlarven geben. Dazu müsst ihr einfach nur das Video weiterschauen. Eines Tages also, ohne dass ich bemerkte, wann es passierte, waren vor der Höhle echt viele Babys zu sehen. Alle recht bodenorientiert, wie ihr hier sehen könnt. Ab der Zeit, wo die Babys die Höhle verlassen, nehmen sie auch Nahrung auf. Ihr Dottersack und ihre Vorräte sind damit aufgebraucht. Und das Beste, was man dann füttern kann, sind in meinen Augen Artemia-Nauplin. Am besten natürlich frisch geschlüpfte. Und ich wurde unter einem anderen Video gefragt, was man denn tun soll, wenn man aus Versehen zu viele Artemia-Nauplin gefüttert hat. Und hier ist eine gute Gelegenheit, mal auf diese Frage einzugehen. So pauschal lässt sich das nämlich gar nicht beantworten. Ich versuche es trotzdem. Wenn das also in einem gut laufenden Aquarium mit Bodengrund und Pflanzen passiert ist, mit einem gut laufenden Filter, dann würde ich sagen, muss man nichts tun. Die Nauplin überleben schon einige Stunden im Süßwasser und die Babys überfressen sich auch nicht, haben aber eben ein paar Stunden lang Futter vor der Nase. Ihr habt gesehen, wenig habe ich da jetzt auch nicht gefüttert. Um die Nauplin, die sterben, kümmern sich die Bakterien im Filter und im Bodengrund. Vielleicht bei der nächsten Fütterung etwas weniger füttern. Man kann, wenn man zu unsicher ist, natürlich auch einen kleinen Wasserwechsel machen. Aber das hängt wieder von den Fischen ab. Bei den Kakadus hätte ich mit einem Wasserwechsel nicht so das Problem, wenn das Wechselwasser so einigermaßen ähnlich zum Aquarienwasser ist. Temperaturschwankungen und große pH-Unterschiede würde ich aber auch hier vermeiden. Wenn man nun zu viel gefüttert hat und die Babys in einem Aufzuchtbehälter sind, dann ganz klar die abgestorbenen Nauplin und den Fischkot mit einer Pipette entfernen. Egal, ob man nun Schnecken drin hat oder nicht. Schnecken fressen zwar auch die Nauplin weg, müssen aber ihrerseits auch mal aufs Klo. Und einiges an den Nauplin verdirbt trotzdem. In einem Aufzuchtgefäß gehe ich jetzt mal nicht von einer ordentlichen Filterung aus. Darum eben wegsaugen und eventuell auch einen Wasserwechsel machen. Man kann es sich ja zur Gewohnheit machen, in einen Aufzuchtbehälter jeden Tag etwas Wasser zu wechseln und jeden Tag neues Wechselwasser anzusetzen. Dann ist man immer auf der sicheren Seite. Technisch gibt es da auch eine Menge Lösungen für, aber das ist jetzt nicht das Thema, sondern eher was für ein anderes Video. Ihr habt jetzt gesehen, dass sich das Weibchen gut um die Babys kümmert. Am Anfang sammelt sie die Kleinen auch im Maul auf und spuckt sie wieder woanders aus. Sie will irgendwie, dass alle zusammenbleiben. Das wird aber mit jedem Tag immer mehr Arbeit, weil die Kleinen zwar darauf achten, was die Mutter tut, aber wie Kinder so sind, sie wuseln trotzdem überall umher. Und am Anfang hält sich der Vater schön zurück und wird von dem Weibchen auch von den jungen Babys verjagt. Aber irgendwann darf auch er sich den Babys nähern und kümmert sich darum. Leider habe ich das jetzt nicht wirklich gefilmt, aber der Vater transportiert die Babys auch im Maul herum. Nur eben etwas später wie die Mutter, weil er ja am Anfang nicht in die Nähe darf. Bei der Durchsicht der Aufnahmen für dieses Videos habe ich aber etwas anderes gefunden, nämlich, dass die Fische Sand ins Maul nehmen, es durchkauen und wieder ausspucken. Hier habt ihr zumindest das Ausspucken etwas gesehen. Es könnte ja sein, dass im Sand etwas Essbares zu finden ist. Aber der wahre Grund für das Verhalten ist Kiemenpflege. Mit Sand lassen sich nämlich Plagegeister, die sich in den Kiemen einnisten, entfernen. Darum ist es immer wichtig zu wissen, was die Fische, die man halten möchte, so brauchen. Denn wer hätte gedacht, dass Apistogrammas Sand für die Kiemenpflege brauchen? Mit grobem Kies können die das nicht machen. Die Auswahl des Bodengrundes und die Einrichtung ist also nicht nur eine optische Sache, sondern hat durchaus eine wichtige Bedeutung für die Fische. Ich will noch mal kurz auf die Fütterung eingehen. Bleiben wir erstmal bei den Babys.
Alles, was ins Maul passt, wird gefressen. Man kann auch fein geriebene Futterflocken geben. Und jetzt kommt der Satz, der mich eigentlich immer aufregt, wenn ich ihn höre. Es soll qualitativ hochwertiges Futter sein. Doch wie stelle ich als Käufer denn sowas fest? Ich meine gar nicht. Denn ob auf einer Futterdose 3 Buchstaben stehen, die nichts mit Musik zu tun haben, oder lang bekannte Markennamen mit 4 oder 5 Buchstaben oder gar ein Doktortitel im Namen vorhanden ist, das will einfach nichts heißen. Ich bin der Meinung, weil alles billig sein muss, damit der Kunde es kauft, und was billig sein muss, wird noch billiger produziert. Und was bedeutet hochwertig überhaupt? Verschiedene Fische haben verschiedene Bedürfnisse, so dass es kein einziges Futtermittel geben kann, was allen gerecht wird. Und wir wissen alle, dass industriell hergestelltes Futter für uns Menschen auch nicht wirklich gesund ist. Warum sollte es denn für die Fische gut sein? Ich will jetzt nicht sagen, dass das ganze Flocken- und Tapsgedöns per se schlecht ist, aber ob ein Markenname für Qualität steht, weiß man als Kunde letztendlich auch nicht, auch wenn die Werbung das behauptet. Was kann man also tun? Am besten Futtersorten abwechselnd geben. Flocken, Lebendfutter und Frostfutter, einfach die Mischung macht es. Damit leben die Fische gesünder, als wenn sie mit nur einer Futtersorte ernährt werden. Die Babys bekommen also Nauplien, kleine Grindals und Mikropacks, Hüpferlinge und feingeriebene Flocken ohne Granulat. Das zu der Frage was. Jetzt zu der Frage wie oft. Ich muss leider wie die meisten von euch den größten Tag des Tages arbeiten und die Fischer fragen ja auch nicht nach, ob man sich für die Babys den Urlaub nehmen mag. Also bekommen meine Fische nur einmal am Tag was. Bei Artemia-Nauplin haben wir ja schon geklärt, dass das durchaus etwas im Wasser verweilen kann, und ich habe in jedem Becken mit Babys Moos, und das ist eine wahre Fundgrube für die Kleinen. Und im Mulm finden Sie auch eine Menge Kleinstlebewesen, die nahrhaft und lecker sind. Darum sind sterile Becken hier im Nachteil. Das habe ich bisher mit all meinen Nachzuchten gemacht, also eine Nauplinfütterung pro Tag. Und zwar bei mir immer abends, weil da das Licht an ist. So habe ich schon diverse Corridoras, Salmler und Bärblinge, Darius, braune Ottos, Paros fromenus und etliches andere groß bekommen, ohne nennenswerte Verluste. Und ich nutze natürlich auch ein paar Fertigfuttersorten, aber vorwiegend eben Lebendfutter, was ich selber ziehe. Das ist eben so, wie ich es bei meinen Fischen mache. Ich habe das Männchen auch extra bei den Babys gelassen. Und das war eine Entscheidung vor dem Hintergrund, dass vieles von dem Brutpflegeverhalten angeboren ist, aber einiges auch erlernt. Und man kann durchaus beobachten, dass wenn man bei brutpflegenden Arten den Nachwuchs immer zu früh von den Eltern trennt oder die Eltern vom Nachwuchs, dass dann der Nachwuchs sich nicht mehr so gut um den eigenen Nachwuchs kümmert. Und wenn man das lang genug betreibt, dann gehen viele natürliche Verhaltensweisen einfach verloren. Bei den Kakadu-Zwergbuntbarschen ist ein Trennen, würde ich jetzt sagen, überhaupt nicht erforderlich. Und man kann die Tiere sogar recht lange zusammenhalten. Nur wenn man merkt, dass Aggressionen zunehmen, könnte man das Männchen rausnehmen. Aber wie gesagt, war bei meinen Tieren nicht notwendig. Ich will euch jetzt noch einiges zu den Babys selbst erzählen und zeigen. Es ist normal, dass Fischbabys nicht immer gleich schnell wachsen, also Geschwistertiere meine ich jetzt. Es gibt immer einige, die etwas größer und einige, die etwas kleiner sind. Aber mir sind schon recht früh bei dem ersten Wurf wirklich kleine aufgefallen, so als ob das Weibchen relativ schnell nach dem ersten Wurf noch einen weiteren hatte. Nur das Weibchen war eigentlich immer im Becken zu sehen, und wenn die wieder frisch abgeleicht hätte, wäre sie ja einige Tage in der Höhle verschwunden. Also eigentlich konnten es keine neuen Babys sein. Ich fand den Unterschied bei den Babys aber schon merkwürdig groß. Und hier seht ihr ganz kleine und im Vergleich dazu auch wesentlich größere. Die Aufnahme ist ja im gleichen Becken am gleichen Tag entstanden. Und ein paar Tage später fiel mir auf, dass diese Kleinen anscheinend gar nicht so richtig wuchsen, auch wenn ich beobachtet habe, dass sie sehr wohl gefressen haben. Zudem waren sie irgendwie viel dunkler als die größeren Geschwister. Das kommt jetzt auf den Aufnahmen mit der dunklen Färbung nicht ganz so deutlich rüber,
aber es war schon ein sichtbarer Unterschied. Und das hat mich wirklich sehr gestresst, weil irgendwas schien da nicht in Ordnung zu sein. Ich habe einige der dunklen Babys in einen Aufzuchtkasten gegeben, weil ich sie genauer beobachten wollte. Und in dem Kasten wurden die mit der Zeit auch wieder hell und fingen an zu wachsen. Trotzdem fand ich im Becken immer mehr von diesen kleineren, die dunkel waren und auf dem Boden rumrutschten. Ob das aus irgendwelchen Gründen Bauchrutscher waren? Aber eigentlich doch nicht. Denn die im Kasten von vorhin wurden ja auch wieder hell und konnten schwimmen. Zu wenig Futter konnte es auch nicht sein, denn die anderen wuchsen ja und schwammen herum. Bakterielle Infektion, ja, vielleicht, aber es betraf eben nur die Kleinen. Die Größeren wurden nicht dunkel und rutschten auch nicht auf dem Boden herum. Es waren eben immer nur die Kleinen, die dunkel waren. Ich habe auch wirklich viel im Netz gesucht und meine ganzen Bücher über Fischkrankheiten gewälzt, aber ich habe keine Lösung dafür gefunden. Trotzdem wuchsen auch die dunklen Fische etwas weiter. Ich hoffe, ihr erkennt jetzt den Unterschied. Auf der einen Seite die schon recht großen Jungfische und ihre viel dunkleren Geschwister auf der anderen Seite, vermutlich aus dem gleichen Wurf. Diese dunkleren bleiben einfach immer kleiner als die hellen Geschwister und halten sich auch immer sehr nah am Boden auf. Manchmal liegen sie sogar auf der Seite. Und das war wirklich frustrierend zu sehen. Mit Medikamenten bin ich allerdings recht vorsichtig, denn oft gibt es Nebenwirkungen, die will man einfach nicht haben. Abgesehen davon, dass einfach nur irgendetwas reinzuschmeißen vermutlich eh nichts bringen wird. Den Versuch mit dem Kasten habe ich also nochmal gemacht und diesmal, weil ja ein paar Wochen vergangen sind, größere dunkle Tiere reingetan, die einfach nur auf dem Boden rumrutschten. Der Zustand dieser Tiere besserte sich aber diesmal nur bei ganz wenigen im Kasten. Was auch interessant ist, zum Zeitpunkt dieser Aufnahmen war das Weibchen gerade einen Tag lang raus aus dem Becken. Warum, dazu komme ich gleich, aber seht, wie anders das Männchen jetzt gefärbt ist. Die Längsstreifen und die Augenbinde sind vollkommen verschwunden. Aber das Männchen macht den Jungs gar nichts, schwimmt einfach nur zwischen denen herum. Ich habe mit einem befreundeten Aquarianerfreund was ausgemacht. Ich habe alle kleinen dunklen Fische rausgefangen und der Freund hat sie in ein leeres Becken bei sich aufgenommen. Die Idee dahinter war, dass vielleicht eine grundlegende Änderung der Haltung sich vielleicht positiv auf die Fische auswirken könnte. Und es schien auch so zu werden. Bei dem Freund fingen die Kleinen auch an zu wachsen und wurden wieder normalfarbig. Leider dauerte das nicht lange und irgendwann hörten sie damit auf, wurden wieder dunkel und es starben alle, die ich weggegeben habe. Die Fische, die ich bei mir behielt, also die hellen gesunden, wurden dann auch nicht mehr krank und wuchsen normal weiter. Ich habe jetzt wirklich alle dunklen abgegeben, weil ich natürlich auch wissen wollte, ob die jetzt gesund waren, vielleicht auch krank werden würden. Das war aber, wie schon gesagt, nicht der Fall. Sie wuchsen alle recht gut weiter und ich habe keine weiteren dunklen Babys mehr gesehen. Zum Zeitpunkt der Aufnahme habe ich das Weibchen aus dem Becken genommen, weil sie wieder in einer Hülle ein neues Gelege hatte. Und ich habe erst mal überlegt, ob ich das einfach in diesem Becken lassen sollte. Doch dann fiel mir was auf. Man sagt ja, dass das Geschlechterverhältnis bei den Zwergbuntbarschen von der Temperatur abhängen würde. Je tiefer die Temperatur, desto mehr Weibchen. Allerdings ist nicht klar, wann denn diese tiefe Temperatur sein muss. Zum Zeitpunkt der Eiablage oder kurz oder über eine lange Zeit. Was beeinflusst das Geschlecht bei Fischen? Nun, zumindest bei Meerwasserfischen ist die Sache recht komplex und Geschlechtsumwandlungen sind an der Tagesordnung. Das gibt's bei Apistogrammas aber zum Glück nicht. Und ich habe euch gesagt, dass die Temperatur in meinem Becken bei 24 Grad liegt. Wie das Geschlechterverhältnis bei den Babys war, konnte ich aber zu dem Zeitpunkt noch nicht sagen, denn die waren noch zu klein. Also habe ich das Weibchen mitsamt der Röhre und dem Laich in ein neues Becken gegeben. Und diesmal hatte ich leider nur ein kleines Becken da, drum blieb das Männchen bei dem ersten Wurf.
Die Höhle konnte ich in diesem neuen Becken jetzt so hinlegen, dass ich da gut hineinfilmen konnte. Es war zwar sehr dunkel in der Höhle und ich musste das Weibchen mit einer Taschenlampe wirklich ärgern, aber es hat sich gelohnt. Das Weibchen hat sich auch von ihrem Nachwuchs nicht vertreiben lassen. Ich habe die Temperatur in dem Becken auf 23 Grad eingestellt, denn viel tiefer wollte ich nicht gehen, denn das ist schon wirklich die untere Grenze für die Fische, würde ich jetzt sagen. Ich konnte also in die Höhle hineinleuchten und filmen und es waren wirklich viele, viele Larven, die am Boden der Höhle lagen. Das Weibchen blieb die ganze Zeit in der Höhle und bettete die Larven immer wieder um. Sie kam aber auch kurz zum Futtern heraus. Diese Aufnahmen zeigen die Larven einen Tag vor dem Verlassen der Höhle. Am nächsten Tag waren sie nämlich schon alle draußen. Das Becken ist wie gesagt klein und es gibt außer den Babys und der Mutter keine weiteren Beckenbewohner. Trotzdem sammelt das Weibchen die Kleinen immer wieder auf und spuckt sie woanders wieder aus. Ich denke, dieses tolle Brutpflegeverhalten kommt davon, dass auch die Elterntiere aus einer Elternaufzucht stammen, also das selbst so erlebt haben, auch wenn vieles eben angeboren ist. In diesem Aquarium konnten die Tiere aber nicht lange bleiben und da sich der Vater ja auch gut um die ersten Babys gekümmert hat, habe ich versuchsweise ein paar kleine zu den größeren Geschwistern getan. Und sie wurden echt in Ruhe gelassen, sowohl von dem Vater als auch von den älteren Geschwistern. Also habe ich recht bald alle Babys aus dem kleinen Becken zu ihren Geschwistern umgesetzt. Und zum Glück wiederholte sich die Geschichte mit dem Dunklerwerden nicht mehr. Jetzt fragt ihr euch bestimmt, wie das Geschlechterverhältnis denn nun wurde. Beim ersten Wurf mit den 24 Grad waren etwa doppelt so viele Männchen wie Weibchen vorhanden. Beim zweiten Wurf, der die ersten Wochen bei 23 Grad verbracht hat, sind im Verhältnis zu Männchen viel mehr Weibchen gewesen. Allerdings habe ich das jetzt nicht wirklich ausgezählt. Und zum Zeitpunkt der Eiablage war die Temperatur ja noch bei 24 Grad, denn die Eiablage fand in diesem Quarantänebecken statt. Also tendenziell würde ich jetzt sagen, dass mit der Absenkung der Temperatur auf 23 Grad mehr Weibchen wie Männchen vorhanden sind. Ich meine dabei natürlich im Verhältnis Weibchen zu Männchen. Von dem Nachwuchs, wie er größer wurde, habe ich jetzt leider nur ganz kurze Aufnahmen. Ich habe nämlich aus Versehen eine SD-Karte mit den Aufnahmen gelöscht, dummerweise nachdem ich den Nachwuchs ganz abgegeben habe. Aber sie wurden alle wirklich schön. Und das Begleiten der Fische bei der Brutpflege und ihrem sozialen Miteinander hat schon sehr viel Spaß gemacht. Die Fische, muss ich aber sagen, leben nicht sehr lange. So etwa 2 Jahre Lebenserwartung ist bei den Kakadus realistisch, also ist das nicht wirklich sehr lange. Und ich bin schon mit großen Tieren gestartet, so dass sie bestimmt schon 1 Jahr alt waren, als sie zu mir kamen. Das muss man halt im Hinterkopf behalten, wenn man sich große Tiere holt. Für Nachwuchs können wir aber durchaus noch einige Male sorgen. Und das habe ich euch alles gezeigt. Bevor ich aber hier beende, noch eine sehr wichtige Überlegung. Wenn ihr Fische nachziehen wollt und es eben noch nicht gemacht habt, dann fragt unbedingt vorher im Laden eures Vertrauens nach, ob ihr da die Nachzucht noch abgeben könnt. Das kann nämlich durchaus passieren, dass ihr die privat gar nicht abgegeben bekommt, weil sich einfach keine oder nur sehr wenige Abnehmer melden. Und dann müsst ihr schauen, wohin mit den Fischen. Und ihr habt gesehen, wie viele es so werden können. Und glaubt mir, ich spreche aus eigener Erfahrung. In einem Gesellschaftsbecken habt ihr meist kein Problem mit Nachwuchs, denn es kommt nicht unbedingt viel hoch. Ich hoffe aber, das Thema und die Fische haben euch gefallen. Danke fürs Zuschauen und Liken und bis zum nächsten Mal.